Hallo, Kurt Junge hier, Golflernen.net. Heute rede ich ein bisschen über Monormen und meine über 20 Jahre Erfahrung mit dem Monormen Golfschwung. Ich habe für Natural Golf gearbeitet als einer der Top-Golflehrer da und ich habe für die Graves Golf Academy auch ein paar Jahre auch Unterricht und Schule da gemacht über den Schwung. Und es ist durch diese Erfahrung, dass ich herausgefunden habe, versuchen alles exakt wie Mo zu machen, ist nicht realistisch und es funktioniert auch nicht so gut. Das funktioniert viel besser mit ein paar Änderungen und das ist, wo Sie auf mein Setup für Impact Golfschwung kommen könnte. Und das ist die Idee und das sind viele Ähnlichkeiten in die zwei Methoden, aber im Monormen Schwung hat das, wo Sie mussten genau 26 Inch entfernt vom Ball stehen mit Eisen 6. Das Problem dabei ist, Leute sind größer wie ich. Ich bin etwas größer als Monormen, ich bin 1,83. Der Monormen war ungefähr 1,70 und da sind kurze Leute oder kleinere Leute und größere Leute. Und das Problem, alles genau gleich zu machen, ist unrealistisch und hat nicht gut funktioniert. Zweitens, der Monormen hat einen sehr breiten Stand und das Problem dabei ist, es ist sehr schwierig, Geschwindigkeit zu produzieren. Er hat einen sehr starken Oberkörper, er hat die Bälle relativ kurz geschlagen. Damals war das wichtiger, geradeaus zu spielen, als heute, wo mehr Weite ist erwünscht, um gutes Golf zu spielen. So, in meinem Setup for Impact System, Sie können entscheiden, wie breit Sie stehen wollen. Und das hängt auch von der Beweglichkeit ein bisschen ab. Wenn Sie ein bisschen enger stehen würden, dann können Sie besser mit dem Körper arbeiten. Und für meisten Leute funktioniert das auch besser. So, den Abstand zum Ball ist eine der wichtigsten Sachen mit dem Monormen Schwung. Er war etwas zu weit vom Ball. Die einzige, was er seinen Schwung machen musste, um den Ball gut treffen zu können, war runter zum Ball zu gehen. Das bringt seinen Oberkörper näher zum Ball im Treffmoment. Sie brauchen das gar nicht machen und von meiner Erfahrung, das ist, wo die Leute am meisten Schwierigkeiten mit der Methode gehabt haben. So, dass wenn die ein bisschen näher stehen, ein bisschen enger, die gleiche Orientierung mit den Schläger zu Armen und dann ein bisschen mehr mit der Hüfte zum Ziel. Das funktioniert viel besser. Sie brauchen nur die Ansprechposition hinkriegen und dann nach hinten und durch. Noch ein Unterschied ist die Griffhaltung. Das ist ziemlich individuell für die linken Hand, für Rechthandspieler. Und mit der Graves Golf Academy war das so, dass jeder muss genau den gleichen Griff nehmen, wie der Monormen gespielt hat. Das Problem dabei, viele haben 2-3 Jahre das gebraucht, um den gleichen Stand hinzubekommen, wie die vorher hatten. Das heißt, wegen dem Griff haben die so viele Schwierigkeiten gehabt mit weiter wegstehen und den Griffänderungen, dass sie konnten gar nicht mehr auf dem Golfplatz spielen. Und mit Setup for Impact können sie einfach das ein bisschen selber entscheiden, wie die linke Hand drauf geht. Die rechte Hand muss auf dieser Position sein. Das erleichtert das und das macht auch keinen Stress, um dem Spiel zu verbessern. Falls Sie den Schwung schon wie Mo machen, dann würde ich das ein bisschen erleichtern, aber Sie können ein bisschen für ihn leichter machen, aber ich würde nicht sofort alles umbauen. Das heißt, wir würden einfach den Schwung immer versuchen, Fortschritt zu machen, dass Sie so schnell wie möglich besser spielen können und mit mehr Sicherheit und Weite. Ich gebe auch Unterricht im Internationalen Golfclub Bonn, St. Augustin und Sie können mehr Infos da auf golflernen.net finden. Bitte hier auf YouTube abonnieren, das sind viele andere Videos hier über mein Setup für Impact Methoden und schönen Tag noch.